da raus und dann die Zuhörer werden entweder dich anfeuern oder sie werden Buh rufen. Yeah. Ja. And whether it's singing or whether it's painting or dancing, art by its very nature is, it is distinctly a risk-taking kind of endeavor. Also ob es jetzt Singen oder Tanzen oder Malen ist oder was auch immer, aber die Kunst in ihrer Natur her hat immer was mit Risiko zu tun. And unfortunately, churches are notoriously risk-adverse organizations. Und es ist leider so, dass Kirchen sehr zurückhaltend sind, was Risiken angeht. And we kind of almost pride ourselves on being conservative. Und wir sind manchmal stolz darauf, konservativ zu sein. And so consequently, it creates a culture where an artist comes in, it doesn't feel like them. Und da entsteht von selber dann schon eine Kultur, wo ein Künstler reinkommt und sich dann einfach schon nicht wohlfühlt in diesem Setting. And I think there's some things innately about what we talked about as far as the exponential kind of process that tells everybody, hey, this is a place where we're willing to take a risk on you. Und deswegen in diesem Exponential-Prozess ist es einfach wichtig, eine Kultur zu schaffen, wo man Leuten sagt, hey, wir sind hier und sind bereit, Risiken einzugehen. And we're willing to take risks on new endeavors. Und wir sind bereit, Risiken einzugehen, auch indem wir neue Sachen einfach mal ausprobieren. And so I think that does kind of cultivate a culture of risk where artists show up and it feels more like home for them. Und dadurch entsteht so eine Kultur des Risikos und da fühlen sich Künstler gleich mehr zu Hause. Aber das ist schon ein bisschen spannend. Ich schlage jetzt mal die Bresche nicht für die Künstler, obwohl ich auch Musiker bin, sondern für die Pastoren oder die Gemeindeleiter. Ich gehöre zu einer Gemeinde, von der man vielleicht sagt, das ist so eher Mainstream. Das heißt, wir wissen genau, auch als Pastoren, auch Leo Bicker von ICF Zürich weiß, was er will im Gottesdienst von seinen Künstlern. Jetzt trifft das natürlich auch auf Individualität bei Künstlern. Das heißt, ich möchte einen bestimmten Worship-Style, ich möchte nicht weinen in erster Linie, sondern auch Freude an dieser Stelle. Also brauche ich auch solche Songs. Wir sagen unseren Künstlern auch, ihr müsst Songs schreiben, die so sind, wie ich sie brauche in diesem Gottesdienst. Ich bin jetzt mal ganz streng. Und das mag ja kein Künstler, weil das ist ja, ich bin Künstler, weiß ich denn schon, was rauskommt, wenn ich mich hinsetze? Und das ist ein Problem. Versteht ihr, auch bei der Grafik. Ein Grafiker ist auch ein Künstler, aber ich erwarte von einem Grafiker, dass er weiß, was heute angesagt ist und wie man heute einen Flyer gestaltet, dass er ein Stück weit ankommt. Und ich erwarte in diesem Moment nicht von ihm, dass er individuell ist, sondern dass er den Mainstream liefert oder den Brand von ICF oder von Hillsong oder whatever trifft quasi. Und da, finde ich, liegt eine Spannung. Verstehst du? Und du verstehst wahrscheinlich auch die Spannung zwischen dem, was wir manchmal brauchen und dem, was der Künstler so gerne jetzt gerade in seiner Individualität von sich geben möchte. Und da müssen wir uns natürlich schon finden. I think you nailed it. Ich glaube, das ist auf den Punkt gebracht. I think as the church grows, and we actually wrote about this in our book called The Big Idea. Wir haben da tatsächlich über dieses Thema geschrieben in unserem Buch The Big Idea. And myself and actually our creative arts director both wrote parts of this book. Das habe ich mit unserem Kunstdirektor zusammen geschrieben, dieses Buch. And we talk about the most important relationship in the church. And we say the most important relationship is between the lead pastor and the lead artist. Und ich habe da geschrieben, oder wir haben geschrieben, die wichtigste Beziehung in der Gemeinde ist die zwischen dem leitenden Pastor und dem leitenden Künstler. And then what the lead pastor wants is they want to make sure that the lead artist is honoring the vision. Es ist natürlich für den leitenden Pastor wichtig, dass der leitende Künstler voll hinter der Vision steht und die unterstützt. But what the lead artist needs is he needs time and space in order to take risks. Aber der Künstler auf der anderen Seite, der braucht Zeit und Ort, wo er Risiken eingehen kann. And what Eric's been on my team for, 18 years now. Zum Beispiel Eric ist in meinem Team jetzt 18 Jahre. He was a theater director in the city and then joined our staff team. Er war Direktor am örtlichen Theater und dann kam er in unser Team. And one of the things that we discovered, the way to best make this relationship work was by creating enough time. Und wir haben festgestellt, die beste Art und Weise, diese Beziehung zum Laufen zu bringen, ist, indem wir genügend Zeit geben. Both time together relationally, but also time enough for him to actually deliver the expectations that you want. Einmal Zeit, um die Beziehung zu pflegen, aber dann auch ihm genug Zeit geben, um die Dinge zu liefern, die man von ihm will. So like when we moved in, we were actually working in an office park. That was where we had our first offices. Wir hatten unser erstes Office in so einem Bürogebäude oder Komplex. And I intentionally made sure that Eric's desk was right next to mine. Und ich habe extra dafür gesorgt, dass Erics Schreibtisch gleich neben meinem war.
So, I mean, because I wanted us to be friends and I wanted that relationship to work. Ich wollte, dass wir Freunde sind, unsere Beziehung funktioniert. But I also discovered that what made it hard for Eric was when I showed up on Tuesday and said, here's what I need by Sunday. Okay. Aber was es dann für Eric wirklich schwer gemacht hat, ist, wenn ich am Dienstag gekommen bin und gesagt habe, hey, weißt du was, am Sonntag brauche ich Folgendes von dir. And I know that doesn't happen in Germany. Ich weiß, in Deutschland gibt es sowas nicht. It's a uniquely American Das problem. ist ein einzigartig amerikanisches Problem. So what we discovered is that if we would plan our big ideas ahead of time, Und deswegen haben wir entdeckt, wenn wir unsere großen Ideen, Predigtserien lange vorher planen, which was like our teaching schedule, zum Beispiel unser Lehrplan, Predigtplan, and we would plan it, we'd plan at least like kind of 2 months in advance. und wir haben dann mindestens 2 Monate vorausgeplant. When I would, hey, I have this great idea, it would actually give us enough time to talk and collaborate. Okay, und wenn ich dann gesagt habe, hey, ich habe da diese tolle Idee, dann hatten wir noch genug Zeit, darüber zu reden und dann zusammenzuarbeiten daran. Because when you shrink down that whole thing into like 4 or 5 days, there's no time to say no, yes, let's have a third idea. It only ends up in conflict. Genau, und wenn du nur noch 3, 4 Tage hast, um das umzusetzen, dann gibt es keine Zeit, darüber zu reden, sagen, ja, nein, passt, können wir das ändern, da gibt es nur noch Konflikt. So in conclusion, what the time does, it allows the artist to find creative, risk-taking things that he can get excited about, but still satisfy your vision. Denn wenn du genügend Zeit gibst, dann erlaubt es dem Künstler eben, sich seine kreativen Dinge auszudenken, Risiken zu unternehmen, zu probieren und trotzdem immer noch das zu liefern, was du als leitender Pastor brauchst. Dave, mich würde sehr interessieren, wie die Predigtserien bei euch entstehen. Gibst du das vor oder sind mehrere Personen da beteiligt daran? Again, we wrote a book called The Big Idea. Nochmal das Buch The Big Idea. I don't think it's not in German, so I'm not really Das plugging ist it. leider noch nicht auf Deutsch. But in it, what we'll do is in May, we'll have a whole team of people, and we'll spend 2 days together planning our whole Big Idea teaching team calendar for the whole next year. So im Mai normalerweise kommen wir zusammen mit einem großen Team und wir planen einfach die ganzen Predigtserien fürs nächste Jahr schon. And then every week we have a Big Idea creative team and a Big Idea teaching team that meets. Okay, und wir haben für jede Woche ein Big Idea Kreativteam und ein Big Idea Lehrteam, die sich treffen. And both those teams will work about 2 months in advance. Und beide Teams arbeiten ungefähr 2 Monate im Voraus. And so they'll come up with creative ideas that contribute to the big idea, and they'll come up with a sermon for that also is on that same big idea. Und das eine Team produziert dann praktisch die kreativen Ideen um das Thema herum und das andere Team produziert die Predigten. And so, I mean, we've got the process now where about 2 months in advance, I'll have a completed manuscript that any of our campus pastors can go onto our interweb and look at it and, hey, there it is, I can start working on this if I want to. Okay, und wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, dass wir 2 Monate im Voraus dann das komplette Skript auf der Internetseite haben für unsere Teams und wer immer da beteiligt ist, kann da hingehen, kann sich das runterholen und kann damit weiterarbeiten an seinem Platz. Yeah, and it's great. So I'll get home Sunday, and then I have a lead team retreat for 3 days. But I know that already the talk that I'm going to do in 2 weeks has been online for 6 weeks, and I've already started working on it. I'll be good to go. Okay. Und wenn ich jetzt heimkomme, bin ich gleich wieder weg auf einer Leiterklausur, aber das macht nichts, weil meine Predigt für den übernächsten Sonntag steht schon seit Wochen im Netz bereit und ich weiß, ich kann dann einfach relativ einfach da reinsteigen. But the whole thing is a very collaborative process. Es ist also ein Prozess der Zusammenarbeit. One of the values that we have is we kind of believe that the team is smarter than any one individual. Denn wir sind davon überzeugt, dass das Team zusammen einfach schlauer ist als jeder Einzelne. Mich würde mal interessieren, in Amerika hören wir ja immer von den großen Gemeinden, so ab 5.000, 10.000, 25.000. Wissen aber, dass die meisten Gemeinden, die es in Amerika gibt, auch kleine Gemeinden sind, mit 100 Menschen wahrscheinlich, 50 Menschen, 150 Menschen. Also habe ich zumindest gehört, viele Menschen sind in solchen Kirchen. Und jetzt hast du heute Morgen so das Wort Brand in den Mund genommen. Also was ist sozusagen das, was diese Gemeinde ausmacht, existenziell, also so von der Sache her.
Gibt es Brands nur für die großen Gemeinden, wo man die kennt? Oder würdest du auch sagen, was könnte ein Brand sein, wenn man jetzt nicht so auf die Pauke hauen kann und nicht so viel Potenzial hat, in CI zu investieren, in diese ganzen Dinge? Also was sind die Brands der kleinen Gemeinden, so mit 100 Menschen? Was könnte man sagen, das sind wir? Du kennst ja sicher auch einige dieser Gemeinden. Einfach zur Inspiration for us. Yeah. Yeah. I think the best definition of brand that I ever heard is a brand is not what you say about yourself, it's what other people say about you. Und ich glaube, die beste Definition von Marke ist nicht das, was du über dich selber sagst, sondern das, was andere über dich sagen. And so in some sense, all of us already have a brand. Und deswegen haben auf eine gewisse Art und Weise alle von uns eine Marke. And so that, I mean, that can apply to individual people, that can apply to groups, that can apply to churches, that can apply to companies. Das gilt für einzelne Menschen, für Gruppen, für Firmen, für alles. Ja. And with technology today, I mean, a church of 100, I mean, you could have a junior high kid who can make you an awesome website. Ja, und wenn du heute eine Gemeinde mit 100 Leuten mal nimmst, könntest du einen Jungen aus dem Gymnasium nehmen, der dir die Website macht. Also. And of course, social media is free. Und die Social Media ist sowieso kostenlos zu benutzen. So all of us do have, I think, the ability to kind of have at least some input in what we want other people to say about us. Und so haben wir alle irgendwie eine Chance, das mit zu beeinflussen, was andere von uns denken, wie sie uns wahrnehmen. Ja. Let me ask in another way. Okay. Many people came to a church because of the message, the content, or the worship style, or something like this. If you are not very good in these things, what do you think there are other reasons? Because these 100 people from a smaller church are coming because of a reason. Can you give us some reasons for smaller churches, not in worship style or in teaching? What is the reason why they come back? Because I think it's important to know that. So dass ich meine eigene Kirche quasi auch noch einmal entdecken kann. Can you translate? Ja. Also, sorry. Ja, ist mit dem Englisch da. Willst du es Verstehst selber du, nochmal wie auf ich Deutsch meine? sagen oder soll ich? Ja, Also, ja. Sag's ihm. Hast du okay, mich also es verstanden? gibt, um es nochmal genauer zu sagen, ist jetzt so, zu uns kommen zum Beispiel viele Leute, weil wir einen speziellen Lobpreisstil haben, spezielle coole Lightshow oder was weiß ich, was eine große Gemeinde sich zum Beispiel leisten kann, einen speziellen Stil von, wie wir Gemeinde machen, weil wir Ressourcen haben, um das zu tun. Aber was kann eine kleine Gemeinde tun, die jetzt einfach nicht so ganz besondere Gottesdienste fahren kann, an denen man sie wiedererkennt, sondern mit relativ begrenzten Mitteln? Ist es richtig so wiedergeben? Ja. And there must be reasons why the other people came in the smaller church as well. You know what I mean? There must be other reasons, what? Ja, da müssen, das sagst du, versteht ihr mich? Vielleicht verstehe ich mich selber nicht. Ich will einfach rausfinden, es gibt doch noch andere Gründe, warum Menschen in Kirchen kommen, als die jetzt zum Beispiel, warum Menschen in meine Kirche kommen. Und die brauchen wir auch in den Standorten, die nämlich wesentlich kleiner sind. Die können nicht mit 250